Hallo liebe Freunde, ich bin die Alice. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das Video ist diesmal auf Deutsch und es fühlt sich ein bisschen komisch an, auf Deutsch zu reden. Aber weil ja die liebe Jenny mich getaggt hat in dem Wünsch dir was Tag, habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Video auf Deutsch. Vor allem weil der Tag ja aus Deutschland kommt, von der Jana und von der Frau Bieber. Ja, also fangen wir an, weil ich glaube, ich werde krank. Mein Hals fühlt sich ganz, ganz kratzig an. Deswegen habe ich auch meine alte Winterjacke an, einfach um warm zu bleiben, alles. Aber fangen wir mit der ersten Frage an. Die größten Fehlkäufe, finde ich, sind auf jeden Fall, wenn man ganz am Anfang reinkommt in die Planer-Szene oder generell in Journaling und das alles. Und man sieht unglaublich viele Washi-Tapes und dann versucht man halt alles Mögliche zu kaufen und ich weiß nicht. Ich habe mir damals so ein Set auf AliExpress gekauft und da war das hier drunter. Es gibt noch andere, aber ja, wir werden einfach mal repräsentativ das hier verwenden. Ihr kennt bestimmt einfach solche Arten von Washi-Tape. Es sieht recht niedlich aus und ich finde auch, dass bei vielen anderen Leuten, wenn ich deren Journals sehe, so etwas, wie sie es reinbringen, wirklich süß finde. Aber ich persönlich kann das einfach nicht verwenden, einfach weil es erstens auch Türkis ist und ich benutze sehr, sehr selten Türkis. Und einfach wie das, ich weiß nicht, es ist überhaupt nicht mein Stil, es ist viel zu niedlich und es klebt aber recht gut. Also manchmal, wenn ich halt Sachen festpicken muss, wenn ich zeichne oder so, da benutze ich das dann schon, aber halt nur dafür. Die anderen zwei hier sind vom DM. In Deutschland gibt es komischerweise beim DM Washi-Tapes. Wir haben das in Österreich nicht. Und da habe ich damals dieses Pack gekauft. Und es gibt noch ein anderes, ein rosa-pinkes Pack. Und die kleben nicht mal besonders gut. Die sind so plastikartig und kleben nicht gut. Und ja, ich weiß nicht, ich meine, vom Aussehen her ist es nicht so schrecklich. Ich finde auch, dass dieses dünne Türkise recht niedlich ausschaut eigentlich. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin nicht besonders begeistert davon. Und ich habe damals aus Platzspargründen all meine Washi-Tapes um so Karten gewickelt. Super zeitaufwendig und einfach keine Ahnung. Aber ja, das heißt, eine meiner größten Fehlkäufe definitiv die. Sie waren zwar nicht so teuer, aber im Endeffekt, wenn du einfach viel Schwachsinn kaufst, dann addiert sich das dann schon so auf 10, 20 Euro und da denke ich mir, das hätte ich viel besser investieren können und halt so etwas. Ich habe auch noch diese anderen Washi-Tapes, diese kleinen Motiv-Washi-Tapes. Sehen ganz niedlich aus, das sind so Kakteen meine ich, Kaktus. Das sind so Kakteen in Blumentöpfen und hier sind halt so Blätter und sie sehen ganz niedlich aus. Es ist einfach, sie kleben nicht besonders gut und wenn du es versuchst halt auf Papier drauf zu picken, geht das leicht ab. Und ich finde die Motive jetzt nicht so schön, dass ich mir die Mühe und die Zeit nehmen würde, die auszuschneiden, weil es auch so klein ist und so. Keine Ahnung, ich finde die auch nicht besonders toll. Also ja, Washi-Tapes finde ich sind immer ganz am Anfang. Ich finde, man bereut dann so viele Washi-Tapes, die man sich zulegt und man hat dann so viele, die man einfach nicht benutzt. Aber ja. Ein weiterer Fehlkauf ist definitiv dieser Uniball Signal in White, also in Weiß, der weiße Uniball Signal. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass einige Einige Zeichner benutzen den ganz gerne, um Highlights und sowas zu setzen. Und viele sind recht begeistert von dem. Ich kann mich mit dem einfach nicht anfreunden. Ich benutze ihn zwar einfach, um ihn nicht zu verschwenden, weil er kostet, glaube ich, 2,70, 2,50 oder so. Ich finde das nicht besonders billig für einen Stift, der dann so sehr happert. Also wenn du versuchst, einfach nur eine Linie zu zeichnen oder egal, was du versuchst damit zu schreiben, es happert und dann stockt es und die Tinte kommt nicht raus und es funktioniert einfach gar nicht gut. Und ich weiß nicht, ob ich eine Fehlproduktion habe oder ob ich zu fest aufgedrückt habe, sodass halt das Rollerball eingedrückt wurde und deswegen die Ink nicht ordentlich rauskommt. Ich bin einfach nicht begeistert von diesem Stift, also ich mag ihn gar nicht. Von allen anderen Sachen her, ich kaufe nicht so viel Schwachsinn. Also
Das einzige wirklich Schwachsinnige sind einfach Washi-Tapes, die ich am Anfang gekauft habe. Alles andere benutze ich doch recht brav. Von daher habe ich nicht so viele Fehlkäufe, glaube ich. Ja, okay. Also das waren mal die Fehlkäufe. Dann zweitens, die schrecklichsten Dekorationen. Ich glaube, das ist hauptsächlich bezogen eigentlich auf Kalender vielleicht. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Kalender dekoriere ich ja nicht so wirklich. Ich habe damals, als ich das Travis Notebook, den Wochenplaner hatte, also den Weekly Vertical, habe ich ihn ein paar Mal versucht zu dekorieren. Und es ist so schrecklich. Ja, keine Ahnung. Erstens, warum habe ich mit Blau geschrieben? Zweitens, was ist dieses Gelb? Und sieht einfach nicht gut aus. Nein, ich sehe immer so tolle Weekly Decorations auf Instagram und auch hier auf YouTube und ich kann das einfach nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen. Ich kann das nicht. Ich habe hier dann auch so der Dolce Vita Sticker benutzt, die ich mal in einer Happy Mail bekommen habe, ganz am Anfang. Ich bin mir aber recht sicher, dass es Fake sind. Und ja, also einfach, keine Ahnung, bin nicht so sonderlich glücklich damit. Ich glaube, es ist einfach nicht so meins, in diesem Format zu dekorieren. Ich finde, ich habe entweder nicht genug Platz oder ich weiß nicht, was ich machen soll. Das hier ist auch einfach nur Chaos. Ich weiß nicht mal, was, keine Ahnung. Es sieht nicht gut aus. Es sieht aus wie, ja, keine Ahnung. Ich mag es nicht. Von den Dekorationen her habe ich nicht so viele, wo ich sage, ich hasse sie. Mit den meisten bin ich ganz zufrieden. Ich weiß, dass es ein paar gibt, wo ich mir denke, hätte ich besser machen können. Wo ist das? Ja, zum Beispiel die Dekoration mag ich nicht so gerne. Ich finde, sieht so langweilig aus. Es ist alles so eintönig und sieht aus, als hätte man es einfach nur zusammengeschmissen und irgendwie, es gefällt mir einfach nicht so richtig. Ja. Und dann natürlich auch die Challenge mit Karin. Einfach, weil es so nicht mein Stil ist. Also ich habe einfach so vieles verwendet und das war ja das Ziel der Challenge, vieles zu verwenden. Hat super Spaß gemacht. Es war so witzig, einfach mal komplett was anderes zu machen, als was ich üblicherweise tue. Aber ich finde, ich hätte es besser umsetzen können. Ich finde, ich hätte mehr nachdenken können und hätte nicht einfach so drauf losgehen und dann, okay, nein, mach mal das jetzt, lass uns das hinter uns bringen. So, ich hätte mir mehr Zeit nehmen können. Wäre es vielleicht ein bisschen mehr mein Stil geworden. So sieht es einfach aus wie eine Seite, die nicht mir gehört. Und ich glaube, das ist es eigentlich, was mich stört. Einfach, dass wenn ich diese Seite anschaue, sieht es nicht aus wie mein Journal. Und das ist es, was mich ein bisschen stört. Aber ja. Ich glaube, die anderen Dekorationen sind ganz okay. Lass mich kurz nachdenken. Ich hätte mich besser vorbereiten können. Aber ja. Ich dachte nur, ich mache das Video schnell. Oh, es gibt auch eine Deko hier. Also in meinem jetzigen Junk Journal. Das war die, sozusagen die, wie heißt das? Das Spread von chinesischen Neujahr. Und ich habe halt hier schnell gejournalt und irgendwie, es passt halt überhaupt nicht zusammen. Ich habe hier das Hongbao eingetan, das ich bekommen habe. Und ich finde, die Seite sieht einfach so langweilig aus. Es sieht aus, als würde nicht zusammenpassen und es ist alles irgendwie so zusammengeschmissen und es fehlt irgendwie Farbe oder so. Keine Ahnung, es gefällt mir einfach nicht so gut. Ich finde, irgendwas fehlt. Vielleicht Washi-Tape oder so. Ja, keine Ahnung. Also das ist auch eine der Dekorationen, die mir wirklich gar nicht gefällt. Dann kommen wir zur Frage 3. Die schrecklichsten Zeichnungen. Ich habe leider nicht mehr meine alten Zeichnungen von wie ich richtig jung war, weil die sind richtig, richtig, richtig schrecklich. Aber ich habe ein paar so Zeichnungen, halt ein bisschen, was ich habe noch. Und Jenny wollte ja einfach hässliche Zeichnungen sehen, nicht? Damit man einfach weiß, dass jeder irgendwo begonnen hat. Und das hier habe ich gezeichnet am 17.06.2016, das heißt vor 1,5 Jahren. Und da habe ich das hier gezeichnet. Ich finde, es sieht aus wie ein Ei
Und ich weiß, dass ich das nicht immer freehand gezeichnet habe. Also ich weiß, dass ich dafür sogar Reference benutzt habe. Und das ist ja das Traurige, wenn ich sage, ich hätte keine Reference benutzt und einfach so gezeichnet, würde ich mir denken, okay, aber dadurch, dass ich ja eigentlich Reference benutzt habe, sieht das ja nicht gut aus. Sie sieht aus wie ein Ei. Oh ja, und das ist auch eine der Dekorationen, die ich gar nicht mag, weil ich habe versucht, den Stil von, wie heißt sie, The Little Raven Ink nachzumachen. Und ich wollte halt was Neues ausprobieren und bei ihr sieht das super aus. Bei mir geht das einfach nicht, ich kann das nicht. Es ist nicht so meins. Einfach nicht meines. Dann was noch? Ein weiteres. Ich finde das so toll. Ich finde, das ist einfach so hässlich und es ist so witzig, aber das ist... Ihr kennt bestimmt diese Challenge, wo man versucht, etwas zu zeichnen, ohne den Stift abzuheben. Also, dass du versuchst, alles in einer Linie zu zeichnen. Und das ist das Resultat geworden. Das ist nicht einmal so lang her. Und das Witzige ist halt einfach, weil ich weiß, dass ich zu der Zeit habe ich schon angefangen, ordentlich zu zeichnen. Also, ich habe mir die Zeit genommen, um mich hinzusetzen und auch zu üben. Und das war, glaube ich, vor einem Jahr vielleicht. Und dass ich das... Was ist das? Es ist so komisch. Und man erkennt, dass es ein Gesicht ist. Also das ist mal ein Pluspunkt für mich. Aber ja, keine Ahnung, ich bin einfach schockiert. Es ist ein Kunstwerk. Und ja, was habe ich noch? Oh, im Hobonichi. Der Hobonichi ist ja erst vom letzten Jahr, nicht? Wartet. Ja, das ist 2017, also vor ungefähr einem halben Jahr. Oder? Nein, ist es 2016 oder 2017? 2016, okay, vor 1,5 Jahren wieder. Und die hässlichste, aller hässlichste Zeichnung, die ich habe im Hobonichi, ist eine der letzten, weil ich einfach so fertig war und ich wollte einfach nicht mehr im Hobonichi sein. Es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und dann ist das hier zustande gekommen. Und sie sieht aus wie Humpty Dumpty. Was ist dieser riesige Kopf? Und dann sieht, wie klein ihre Schulter ist. Das war am 26.12. und ich habe dann schon gegen November oder so, wollte ich einfach nicht mehr im Hobonichi sein. Ich wollte zurück ins Traveler's Notebook. Es hat mir gar keinen Spaß gemacht und ich habe mir null Mühe gegeben, aber trotzdem, auch wenn ich mir null Mühe gebe, sollte vielleicht nicht unbedingt so etwas rauskommen. Also ja, ganz schrecklich. Ganz schrecklich, ganz schrecklich. Eine der neueren Zeichnungen, die ich euch zeigen kann, die ich gar nicht mag, ist... Wo ist mein... Ah ja. Ich bin jetzt ja... das hier ist Sketchbook. Und das ist halt wirklich ein Sketchbook, wo ich drin übe und es mir auch nicht wichtig ist, ob es gut ausschaut oder nicht. Aber trotzdem gibt es manchmal Sachen, wo ich mir denke, hier. Ich habe Reference benutzt und das ist so eine Seite, die mir die Dani recommended hat, wo sie gemeint hat, das ist ganz gut, um Posen und sowas zu üben und da ändert sich das Bild alle 10 Minuten und die Posen sind halt solche Posen, die du normalerweise nicht sehen würdest. Und es sind halt Posen, wo du dir denkst, ja, keine Ahnung, das siehst du nicht immer und deswegen ist es mal gut, was anderes zu üben. Und dann ist halt sie zustande gekommen und ich komme die ganze Zeit am Stativ ran. Aber ja, halt, ich weiß nicht, ihr Gesicht und dann wie ihre Pose, ich verstehe die Pose nicht. Von daher sieht das auch so aus. Und dann sie auch. Es ist alles so komisch. Ihr Arm ist so gruselig. Und ihre Hand, das ist so diese Spielzeugmaschine, wo du dann versuchst, ein Spielzeug rauszunehmen. Diese Teile. Ja, so ungefähr sieht das aus. Also ja, ganz, 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 ganz peinlich. Einfach nur peinlich. Einfach nichts, was man herzeigen will. Aber bitte, Jenny, wenn du uns alle hier entblößen möchtest. Ja, also das waren mal die hässlichsten Zeichnungen, die ich bis jetzt finden konnte. Dann, das war es eigentlich schon. Aber noch schnell zur letzten Frage, die Jenny gemeint hat. Dass sie ja dass wir, was hat sie gesagt?
Gemeint, weil ich Österreicherin bin, kann sie keinen Gunst auf das legen, was ich sage. Ich habe vergessen, was sie gesagt hat. Irgendwas ganz komisches Deutsches. Und auf jeden Fall, wir essen Nutella. Ich kenne Nutella. Und wir sagen, oder ich sage auch die Nutella. Ich habe aber keine tolle Begründung dafür, sondern einfach, keine Ahnung, es ist halt die Nutella. Die Nutella. Ja, keine Ahnung. Ja, also die Nutella. Das waren meine Antworten zu deiner Frage für den Wünsch dir was Tag. Das war es eigentlich auch schon. Ich weiß gar nicht, wie ich taggen soll. Ich bin nicht in der deutschen Planerszene unterwegs. Deswegen tagge ich niemanden. Ich tagge niemanden. Und das war's jetzt. Mein Hals tut weh. Ich werde aufhören. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, deine Fragen sind beantwortet, Jenny. Ich hoffe, du hattest viel zum Lachen durch die Hässlichkeiten meiner Kunstwerke. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye.